Jetzt mache ich ein Praktikum bei der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Mein erster Tag meines Praktikums war in der Taunusanlage, wo sich viele Hochhäuser befinden. Während meiner Zeit im Ausland habe ich viele deutsche Städte gesehen und dann festgestellt, dass Frankfurt im Verhältnis zu allen anderen deutschen Städten eine riesige Skyline hat. Deswegen dachte ich, ich würde gerne mein Videoprojekt zu diesem Thema machen. So, warum genau hat Frankfurt eine Skyline, wenn andere deutsche Städte und so viele andere Städte in Europa gar keine Skyline haben? Dafür gibt es viele spezifische Gründe, zum Beispiel die historische und wirtschaftliche Entwicklung von der Stadt. Seitdem Handel und Finanzen Hand in Hand gehen, ist Frankfurt historisch gesehen ein Zentrum für Handel und Messen. Händler aus der ganzen Welt treffen sich zu ihren Messen über die Jahrhunderte am Rom, dem Rathaus von Frankfurt. Zeitweise sollen bis zu 40.000 Menschen in den engen Gassen am Römerberg gedrängelt haben. Das ist mehr als die mittelalterliche Stadt an Einwohnern sollte. Die Vielfalt des Handels in dieser Stadt war bereits sichtbar. Wie gesagt, es gibt so viel Handel in Frankfurt und vor allem Händler aus verschiedenen Ländern. Da es vor dem 14. Jahrhundert weder in Europa noch im Deutschen Reich eine einheitliche Währung gab und die Länder in viele kleine Wirtschaftsräume mit jeweils eigenem Währungssystem aufgingen, besaßte Frankfurt mit einer großen Auswahl an Münzen. Deswegen hat sich das Frankfurter Währungssystem als extrem schwierig herausgestellt. Um dem entgegenzuwirken, trafen sich in 1585 die Messehändler, um einheitliche Wechselkurse festzulegen. Heute gilt dieses Ereignis als die Geburtsstunde der Frankfurter Wertpapierbörse. Mit der zunehmenden Internationalisierung von Frankfurt, vor allem in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Austausch mit Paris und London, war die Frankfurter Wertpapierbörse wichtig, um die Banken nach dem Zweiten Weltkrieg zur Ansiedlung in Frankfurt zu bringen. Die Basis für die Finanzmetropole wurde festgelegt. Da Frankfurt ein solches industrielles Kraftzentrum für Deutschland war, wurde es einem Hauptziel für die Bombardierungen der Alliierten im Weltkrieg. Die Zerstörung, auch wenn sie traurig ist, hat Frankfurt zu einer innovativen Stadt gemacht. Nach dem Krieg war Frankfurt einer der ursprünglichen Kandidaten für die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Wegen der starken wirtschaftlichen und politischen Macht von Frankfurt war es natürlich einer der Hauptkandidaten. Dies kam Frankfurt jedoch nicht zugute, denn es wurde befürchtet, dass westdeutsche Bürger die Stadt als dauerhafte Hauptstadt akzeptieren würden. Dadurch wurden die Wiedervereinigungschancen reduziert, da die politische Bedeutung von Berlin nach Osten abgegeben wurde. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer wählte daher die kleinere Stadt Bonn als temporäre Hauptstadt. Er lebte auch in Köln, was praktischerweise sehr nah an Bonn liegt. Viele glauben, dass dies dazu beigetragen hat, dass Frankfurt nicht als Hauptstadt gewählt wurde. In vielen anderen europäischen Städten wurde der Hochhausbau in der Vergangenheit nicht gut angenommen, aufgrund des historischen Wertes bestehender Gebäude. Man braucht nur daran zu denken, wie flach einige europäische Städte sind, um ihre Architektur zu erhalten, wie Rom oder Amsterdam. Da also ein Großteil der Frankfurter Altstadt zerstört war, gab es genug Räume und wenig Widerstand gegen den Bau moderner Hochhäuser der Stadt. Frankfurt wurde zwar nicht die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, aber auf der anderen Seite konnte es zu ihrem Finanzplatz werden. Der Zusammenbruch der deutschen Währung nach dem Krieg machte eine Währungsreform notwendig. In den westlichen Besatzungszonen ersetzte die Deutsche Mark im Juni 1948 die praktisch wertlose Reichsmark. Da Berlin isoliert und geteilt war, war es sinnvoll, dass die neue Landeszentralbank ihren Sitz anderswo hatte. Deshalb wurde Frankfurt gewählt. In 1957 wurde die Landeszentralbank durch die Deutsche Bundesbank ersetzt. Die Nähe zur Notenbank veranlasste weitere Banken, ihre Zentralen in Frankfurt anzusiedeln, zum Beispiel die Deutsche Bank, Dresdner Bank und Commerzbank. Die zunehmende Internationalität des Finanzplatzes
spiegelte sich aus in der Saal der Auslandsbanken wider. Neben all diesen Auslandsbanken war es der Frankfurter typisch, dass es sich vor allem um Newcomer handelte, die aufgrund ihrer Arbeit in die Main-Metropole kamen. So ist es kaum überraschend, dass heute mehr als 50% der Frankfurter Bürger keinen deutschen Pass oder Migrationshintergrund haben. Das macht Frankfurt zu einer sehr kosmopolitischen und toleranten Stadt. Nicht typisch deutsch, so wie Wolkenkratzer nicht typisch deutsch sind. Notgedrungen wurden Nachkriegsgebäude errichtet und das Stadtzentrum entstellt. Frankfurt schlich sich in eine Identitätskrise. Irgendwann war nicht mehr zu retten. Im Gegensatz zu anderen Städten bietet Frankfurt vor allem in der Innenstadt wenig Flächenpotenzial. Also ist es ein hohes Gebäude die Antwort. Die Investoren nahmen die mögliche und bauten immer hohe Gebäude, angetrieben durch den Wirtschaftsboom der Nachkriegsjahre. Dieser Wirtschaftsboom wurde stark von der Politik von Wirtschaftsminister Ludwig Erhard und seinen Ideen zur sozialen Marktwirtschaft beeinflusst. Frankfurt ist zentral in Deutschland gelegen. Hier kreuzen sich wichtige Verkehrswege. Frankfurt befand sich nach der Erweiterung zufällig ganz genau im geografischen Zentrum der EU. Dank der europäischen Einigung, der Einführung des Euro und des Verhandlungsgeschicks von Helmut Kohl konnte sich die Europäische Zentralbank in Frankfurt niederlassen. Der spektakuläre 200 Meter Bau ist 4 Jahre nach Eröffnung nicht mehr aus der Skyline wegzudenken. Hier entstanden auch andere große europäische Unternehmen. Hochhäuser sind für Frankfurt nicht neu. Im Bürobereich dominieren sie längst die Skyline. Aber jetzt werden sie zunehmend für Wohnungen gebaut. In 1972 durchbrach ein öffentliches Gebäude schließlich die 100 Meter lange Barriere. Das war der AFA Tower der Universität. Heutzutage ist dieser Turm nicht mehr da, wegen eines Springs. In den 1970er und 80er Jahren folgten weitere Hochhäuser, die immer höher wurden. Die immer dichter werdende Frankfurter Skyline wurde zum Wahrzeichen der Stadt und zum Symbol für Wohlstand und Zukunftsorientierung. Frankfurt konnte sich selbst wiederleben. Seit 1998 regelt ein Hochhausrahmenplan, wo und wie Hochhäuser gebaut werden dürfen. Die meisten Hochhäuser in Frankfurt liegen in der Nähe der Neuen Mainzerstraße und im Europaviertel. Sie befinden sich in einer Clusterformation. Aus diesem Grund wirkt die Skyline in Frankfurt heute so kompakt. Neue Hochhausstandorte werden vor allem dort gebaut, wo aus der Ferne Lücken im Stadtbild bestehen. Die Bevölkerung identifizierte sich zunehmend mit ihren ausgefallenen Wolkenkratzern. Nicht zuletzt, weil immer mehr Türme öffentlich zugänglich wurden. Seit 1996 feiern die Frankfurter sogar ihre Skyline mit dem Skyscraper Festival. Unansehnliche Türme im Stadtzentrum wurden fast alle abgerissen oder renoviert und durch moderne Wolkenkratzer ersetzt. Natürlich weiß niemand genau, was mit Brexit passieren wird. Es wird jedoch erwartet, dass mindestens die Hälfte der rückläufigen Finanzjobs in London nach Frankfurt verlegt werden. Dies wird voraussichtlich mindestens 8000 Mitarbeiter über einen Zeitraum von mehreren Jahren sein. Mit dieser Erwartung sind viel mehr Wolkenkratzer in Planung. In Frankfurt ist viel Bautätigkeit im Gange. Besonders beliebt ist der Main Tower bei den Frankfurtern und Touristen. Es ist das einzige Hochhaus in der Stadt, das eine öffentliche und zugängliche Aussichtsplattform mit Restaurant verfügt. Lass uns rein und nach oben gehen. Hier kann man wirklich die ganze Stadt sehen, beispielsweise die Commerzbank Tower. Mit über 250 Meter ist es der höchste Hochhaus in Deutschland. Ich freue mich jeden Tag, dass ich die Gelegenheit habe, durch die Stadt mein Herzen zu gehen und genieße den amerikanischen Baustil, der seltsamerweise
in Europa zu finden ist. Besonders bei den Hochhäusern. Frankfurt wird von den Lokalen Manhattan genannt, weil es am Main liegt und die Stadt Manhattan, New York ähnlich sieht. Die Skyline ist einer von vielen Gründen, warum ich Frankfurt gerne als meine Heimat bezeichne.